2007 befragten Forscher über 180 Lehrkräfte zu Klischees über Schüler dreier verschiedener ethnischer Gruppen in den USA. Dabei wurden diverse negative Vorurteile genannt. Schwarze Schüler wurden als aggressiv und stur, Weiße als egoistisch und materialistisch und Asiatische als schüchtern und unterwürfig beschrieben. Ganz unabhängig davon wurde jedoch am häufigsten genannt, dass asiatische Schüler deutlich fleißiger, intelligenter und freundlicher seien als ihre Mitschüler. Oberflächlich betrachtet klingt das zwar positiv oder zumindest besser als negative Vorurteile. Aber dieses scheinbar vorteilhafte Klischee als wahr anzusehen, kann viel Schaden anrichten. Bei denen, die es beschreibt, bei denen, die es nicht beschreibt und sogar bei denen, die es für wahr halten. Dieses Bild der bescheidenen, fleißigen Asiaten nennt man auch Vorzeigeminderheit-Klischee. Formen davon über chinesischstämmige US-Bürger gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dieser Beschreibung häufig suggeriert, japanischstämmige Amerikaner hätten die Misshandlungen in US-Internierungslagern überwunden und sich erfolgreich integriert. Man lobte die Ex-Internierten als gefügig, fleißig und autoritätshörig. Über die Jahrzehnte wurde Vorzeigeminderheit zu einem Etikett für viele asiatische Bevölkerungsgruppen in den USA. Doch die wahre Geschichte der fleißigen Asiaten ist viel komplizierter. Im Zweiten Weltkrieg wollte die US-Regierung die internierten Japaner amerikanisieren, und zwar durch Englischunterricht, patriotische Übungen und Lektionen darüber, wie man sich in der weißen amerikanischen Gesellschaft verhält. Nach ihrer Entlassung wurden sie angewiesen, nicht in ihre Viertel und zu ihren kulturellen Praktiken zurückzukehren, sondern sich in die weiße Gesellschaft zu integrieren. Doch nach Jahrzehnten anti-asiatischer Propaganda mussten die weißen Amerikaner davon überzeugt werden, dass Japanischstämmige keine Bedrohung mehr waren. Daher ließ die Regierung Medienberichte produzieren, um aus dem Bild der japanischen Amerikaner als vermeintliche Verräter eine amerikanische Erfolgsgeschichte zu machen. Der Begriff Vorzeigeminderheit wurde tatsächlich durch einen solchen Artikel von 1966 geprägt. Diese und ähnliche Schriften stellten asiatische Amerikaner nicht nur als gehorsame und respektvolle Vorzeigeminderheit dar, sondern sie kritisierten auch angebliche Problemminderheiten, vor allem Schwarze. Politiker, die sich durch die Bürgerrechtsbewegung bedroht fühlten, entwerteten mit solchen Äußerungen die Forderungen schwarzer Amerikaner nach Gleichheit und Gerechtigkeit. Die erfundene Geschichte über den Erfolg asiatischer Bürger diente dazu, Schwarze als minderwertig darzustellen. Dieses Narrativ trieb einen Keil zwischen schwarze und asiatische Amerikaner. Es radierte die Geschichte ihres gemeinsamen Kampfes gegen Unterdrückung aus und brachte die beiden Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf. So etablierte der Mythos der Vorzeigeminderheit eine Rassenhierarchie mit den weißen Amerikanern an der Spitze und allen anderen darunter. Gewiss teilen viele, die noch immer bewusst oder unbewusst an das Klischee der Vorzeigeminderheit glauben, diese Ansicht nicht. Aber beim Vergleich vermeintlicher Stärken und Schwächen ethnischer Gruppen bewertet man, wie gut diese bestimmte Standards erfüllen. In der Regel die von einer weißen Minderheit festgelegten. Im vorliegenden Fall suggeriert das Klischee der Vorzeigeminderheit, dass Randgruppen, die gefügig und brav sind und die weiße Obrigkeit respektieren, Toleranz verdienen. Im Gegensatz zu denen, die den Status quo in Frage stellen. Dieses Klischee wirkt sich auch negativ auf die damit beschriebenen Menschen aus. Das psychologische Phänomen der Bedrohung durch Stereotype sorgt dafür, dass eine Gruppe oft Druck auf das Handeln ihrer Mitglieder ausübt, negative Gruppenklischees nicht zu bestätigen. Hierzu kann es jedoch auch bei vermeintlich positiven Stereotypen kommen. Der mit den unerreichbar hohen Ansprüchen einhergehende Druck führt mitunter zu schlechten Leistungen. Lehrkräfte bemerken es jedoch seltener, wenn sich asiatische Schüler schwer tun. Außerschulische Sozialprogramme für asiatische Minderheiten werden häufig ignoriert oder gekürzt, weil man annimmt, dass sie weniger Unterstützung brauchen als andere benachteiligte Gruppen. Das vorteilhafte Bild, das dieses Klischee erzeugt, kann es zudem erschweren, rassistisch motivierte Gewalt und Diskriminierung gegen asiatische Bürger zu erkennen. Und da alle Asiaten durch dieses Klischee achtlos in dieselbe Schublade gesteckt werden, hat dies Auswirkungen auf Menschen mit ganz unterschiedlichen Wurzeln und Diskriminierungserfahrungen. Auch wenn das Etikett der Vorzeigeminderheit auf den ersten Blick vorteilhaft für Asiaten zu sein scheint, ist es wie alle anderen rassistischen Klischees auch.
Es reduziert eine vielfältige Gruppe zu einer eindimensionalen Menge. Und eben dieses Denken hindert uns daran, die Geschichte, die Herausforderungen und die Errungenschaften der Mitglieder dieser Gruppe zu verstehen. Solche Zuschreibungen zu hinterfragen ist wichtig, um verschiedene Gesellschaftsgruppen zu vereinen und gefährliche Vorurteile ein für alle Mal zu beseitigen. Bereit, noch mehr zu lernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig.